Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel im ersten Teil. Wir haben am Ende der letzten Folge mit dem guten Bond unter anderem gesprochen und er hat uns mitgeteilt, dass es auf eine sehr interessante Verwechslung hinauslief, und zwar haben sich Koffer vertauscht. Er hat den Koffer eines Fremden mitgenommen und ein Fremder hat seinen Koffer mitgenommen und den sucht er jetzt, denn er ist hier nicht beheimatet und quasi auf der Durchreise und ist jetzt ein bisschen nervös, und wir werden ihm selbstverständlich helfen. Und uns wurde beim letzten Mal gesagt, ich muss gerade kurz ein bisschen überlegen und mich hier wieder ein bisschen reinfuchsen, denn neue Aufnahmesession und so, der Verbleib oder wo wir ihn vermuten würden, den anderen Typen, der seinen Koffer hat, also den von Bond. Hier soll es irgendeine Spur oder irgendeinen Hinweis geben. Ich hoffe nur, ja, der ist auch eingezeichnet. Man hat es am grünen Ausrufezeichen gesehen, das ist schon mal gut. Gut und wertvoll, ich bin sehr dankbar. Hallo Jonathan. Welcome, are you here for some fresh juice? Auch. Unfortunately not, there's something we'd like to ask you. Ach man, Reen, jetzt hättest du ruhig einen Saft mitnehmen können. Reen asked Jonathan, oder, ja, ich sollte mich vielleicht entscheiden, ob Deutsch oder Englisch, Jonathan oder Jonathan, if he'd seen the man that Bond had described to them. Yeah, I saw a guy like that not that long ago, actually. So, he was an exact match? Yep, old man with a briefcase wearing a suit and hat, right? Bingo. That must be him. We're actually trying to find him. Did he tell you anything that might have given you an idea of where he was going? He did ask me if there was a good place to sit down and relax around here. He also mentioned that he wanted somewhere simple since everything here is so expensive. So where'd you tell him to go? I recommended Outer Street, which isn't far from here. Too far from here. In retrospect, maybe I should have been more specific and recommended a store. Oh, where Elliot lives. Yeah, if that's where he is, then checking it was probably our best bet. Allow us to make our way there then. Thank you for your cooperation. No worries. Ja, schon ja. Ich meine, er weiß nicht, vielleicht sind wir sein Mörder, vielleicht wollen wir ihn umbringen, vielleicht haben wir uns die Story nur ausgedacht. Aber nein, wir sollen ja an das gute Menschen glauben. Und in dem Fall ist es ja auch gerechtfertigt. Alles gut. Sagen wir einfach, dass der gute Jonathan eine wunderbare Menschenkenntnis hat und alles richtig gemacht hat. Oh, warte, ich wollte eigentlich nur rausfinden, wie ich renne. Warum spiele ich eigentlich Reen? Warte mal. Wenn wir gerade schon dabei sind, machen wir mal mit der kleinen Vieh weiter. Hey, guck mal, Fiona hat ihren Stand eröffnet. Tada, welcome to a Twilight Store. Das ist, nur nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, die Schwester von guten Elliot, ne? Fiona, what are you doing here? What else? I'm helping out. Can I interest you in the super special gelato that me and Agnes made together? Those actually look great. I think I'm in danger of just handing you my wallet here. Das war der Plan. Die gute Frau ist zum Geldverdienen hier. It sounds like you have your work cut out for you today. Just remember to stop and take the time to freshen up when you're tired, okay? Ja, it sounds like you have your work cut. Okay, nehmen wir uns zu Herzen irgendwann. Wir fangen jetzt an, hätte ich gerade fast gesagt, indem wir hier was Nettes bei dir futtern, aber du bist zu teuer, meine Gute. A special gelato with swirls of 4 different flavors. Ja, klingt nett, würde ich mitnehmen, aber nicht für 1200 Tacken. So eingezeichnet ist es schon, dass wir jetzt hier hin müssen. Ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Warte mal, das können wir uns ja angucken, relativ einfach. Was unsere Hauptmission jetzt eigentlich war. Ich habe nämlich jetzt schon das zweite rote Ausrufezeichen gesehen. Wir werden sehen. Wir werden es wahrscheinlich auch heute sehen, denn so viel ist ja nicht offen. Aber versuchen wir unser Glück erstmal hier bei dir. Ah, das sieht doch gut aus. Diese Briefcase, die kommt mir bekannt vor. Hallo Tourist. Haben sie auch einen Namen? Hey Reen, check out that briefcase over there. This must be the guy we're looking for. Excuse me. Oh, der guckt aber lieb. Why, hello there. Is there something you need from me? Funny you should ask. Reen explained the mix-up to the man and asked him to check the contents of his briefcase. Da war was für sein Kind drin, ne? Irgendein Spielzeug oder so. Really? Well, let me check.
Das war als Erkennungsmerkmal für uns ganz dienlich, oder sollte es zumindest sein. The man opened up his briefcase and checked the content. Ich will mal Content sagen, aber Content ist richtig. Oh no, this really isn't my case. You were right. Please take me to this one person right away. Das sollte das geringste Problem sein. Einmal ganz geschmeidig in die Tram steigen und gut ist. Denn wir sind zu faul zum Laufen. Die sind bestimmt Tram gefahren. Safe. Wir haben es nur nicht zu sehen bekommen. Guck mal, es gibt ein Happy End. Please accept my apologies for not noticing sooner. I don't come to Heimdall that often either, so your quick thinking saved us both. Oh no, I can't take the credit for this. It's all thanks to these students that things worked out. All I did was stand here and wait. Those young men and women are so kind. Once again, allow me to express my thanks to all of you. Not everyone would take the time to search for me like you did. I'd like to second that. Part of me was worried that I wouldn't be able to return to Crossbell, but now I can, all thanks to you. Haha, there's no need to thank us really, we didn't do much. Ja, das ist Soreens Standardantwort, ne? That's hardly true. Please take this, it's a little something from Crossbell. It's not much, but I hope it will convey my appreciation. Running Mishi! Yay. We meet again, Mishi. You sure we can have this? I insist. Thank you. Is there anything else you need before we leave? No, I think everything is going to be just fine. Thank you once again. Ah, wunderschön. Wenn einmal mal jede Story, vor allen Dingen jede Real-Life-Story so schön ausgehen könnte, ne? Das wäre wundervoll. Aber wenigstens klappt das noch in Videospielen. Es gibt auch in Real-Life Happy Ends, aber gefühlt, weiß ich nicht, gibt es irgendwie mehr Tragödien und schlechte Dinge, die da draußen passieren. Oder ich bin zu schwarzmalerisch. I'm still amazed that we both have the exact same briefcase. What a curious coincidence. It certainly is. I didn't believe these kids at first. Well, now that we've met, what do you say we go watch the parade together? Haha, I like the way you think. Oh, jetzt entstehen ja sogar noch neue Freundschaften. Ey, Typ, du nervst. Kannst du nicht einfach weiterlaufen, der da stehen geblieben ist gerade? Haha, looks like they hit it off pretty well. Ich lese schon wieder wie der letzte Vollhonk. Aber ich habe heute auch nicht so gut geschlafen, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Oh yes, you're a father, aren't you? I must admit that I'm a little jealous. Haha. My family really is wonderful, more wonderful than I deserve. Oh, nein. Das wird schon einen Grund haben, dass ihr zueinander gefunden habt. So. Aber, es kommt hier nichts mehr Neues. Und bei dir so? Schade, dass er keinen Namen bekommen hat, bis zum Schluss nicht. Oh yes, your father. Okay. Hier drehen wir uns im Kreis. Es ist alles gesagt, was gesagt werden wollte und sollte. Ich bin jetzt am Überlegen, warte mal, erstmal muss ich die richtige Taste finden. Haben wir jetzt hier eigentlich, ja, hier haben wir auch 2 rote Ausrufezeichen. Bevor ich auf die roten Ausrufezeichen zulaufe, will ich aber noch einmal ganz kurz, ihr ahnt vielleicht, wohin ich hinlatschen möchte, nämlich zum kleinen Tim. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass durch Abschluss der Sidequest er jetzt Red Moon Rose aushändigt, aber ich werde nach jedem Etappenziel irgendwie gucken, ob hier vielleicht was passiert. Weil der soll uns einen Red Moon Rose geben und deswegen werde ich ihn jetzt so oft es geht anquatschen. Ich glaube, bei dir war ich auch noch nicht Layton, oder? Hello, how about a creep? Creep? Crap? Das klingt beides falsch. Weil Creep ist wieder Creep mit 2 E und Crap ist wieder Müll. Ja, und beides meine ich nicht. Was ist jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. We've got these raspberry and honey ones here that are exclusive to the summer festival. You better get them while you can. Danke, dass du das Wort nicht nochmal gesagt hast. Nein, da ist es wieder. Aber der wiederholt sich. Also muss ich nicht nochmal von vorne anfangen. Alles gut, gerade noch so gerettet. Schoko, Banana, Crepe. Banana, Crepe. Ich deutsch das einfach ein, dann ist das nicht so schlimm. Also echt, ich finde das ein bisschen lustig. Das ist Creep und Crepe, dass beides so irgendwie negativ behaftet ist und dass beides aber irgendwie von der Aussprache her schlüssig wäre. So, Tim hat uns auf jeden Fall hier noch nicht weitergeholfen. Das heißt, wir werden, obwohl haben wir hier auch ein rotes Ausrufezeichen? Ja, haben wir auch. Haben wir eigentlich überall, kann das sein? Warte. Wo ist das jetzt? Das ist direkt vor dem... Aber nicht, dass das am Ende das Richtige ist. Ich weiß nicht, wann die Story hier so richtig eskaliert. Warte, ich fange mal hier an, wo wir gerade herkommen. Weil ich jetzt hier das Gefühl habe, dass es besser ist. Wahrscheinlich ist es egal und du musst nur alle
alle Spots abfrühstücken, aber ich will jetzt hier gerade auf Nummer sicher gehen. So, wir haben jetzt nämlich einen, der hier im Bifrost Plaza beheimatet ist, wer auch immer dieser jemand sein mag. Aber dann kommen vielleicht auch die Hintergründe wieder so ein bisschen in Erinnerung, warum wir jetzt hier nochmal alles ablaufen. Habe ich wegen Imperial Chronicles hier schon mal geguckt? Ich glaube, ja. So, zu dir möchte ich, obwohl, Crow sitzt hier. Ich habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Woohoo! I'm on a roll! I can almost taste that grand prize. Crow. Ah, hey guys, jetzt hört die schon wieder auf, das zu synchronisieren. Wer hat sich das einfallen lassen? Das ist so unschlüssig, wie so mittendrin das einfach abbricht und dann mittendrin aber auch wieder anfängt manchmal. Ah, hey guys. How's that field study coming along? Oh, it's going fine. But why are you here? Oh, you don't know? Classes don't run back at the academy during the summer festival. So I came here to squeeze as much fun as possible out of this fortuitous bit of free time oder so. Meaning the summer races, of course. Wait, you came all the way here to bet money on horse racing? We're minors. We're not allowed to place bets. Do I look like a lawbreaker to you? There's a magazine that's running a prize contest for the summer races. You send in your predictions and if you're spot on, you win a really fancy prize. Ich glaube, den kriegst du da auch nicht mehr weg. Der steckt da zu tief drin. Der hat da zu viel Freude mit und wahrscheinlich auch schon zu viele Erfolge mit gehabt. So you came all the way to the capital just to check on that? If only we all had such boundless energy. Alright, time for some serious praying to the goddess. Ihr habt doch aber alle Energy, Laura. Ihr investiert die nur in andere Dinge, in sinnvollere Dinge. I'll leave the money here, okay? Thank you very much. Come back anytime. Anyway, I'm heading to the cathedral over in the Sank district. Peace. Thanks. Come on, goddess. Let me win that prize. Ich bin mir unschlüssig, ob ich ihm die Daumen drücke oder eher nicht so. That seems a rather pedestrian thing to pray for. Finde ich auch. So irresponsible. That's Crow for you. Looks like there are still places here we haven't explored. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, Reen. Let's go and look somewhere else. Er kann mir gerne sagen, dass wir mit einigen Leuten vielleicht noch nicht gesprochen haben. Wobei, ich habe hier damals auch alle angequatscht. Aber es hat sich ja mit voranschreitender Zeit ja auch ein bisschen was verändert. Ne? Wir haben neue Stände, wir haben neue NPCs, die hier herumlaufen. Oder er bezieht das ganz spezifisch auf diesen Tag, dass wir noch nicht alles explored haben. Und so meint er es wahrscheinlich auch. Und damit kann ich dann schon wieder leben. So, wen haben wir hier? Oh. Ja, what's wrong? Vieh. Kennen wir dich? Wer sind Sie? Hinterher! Hinterher! Vieh hat gesagt, er ist suspicious, die müssen wir hinterher rennen. Did you notice something? I thought I sensed someone suspicious. Guck mal, sogar genau meine Wortwahl. Do you think it was one of the terrorists? We can typically depend on Vieh's instincts at times like these. Jetzt weiß ich wieder. Unsere Aufgabe ist nämlich, die RMP und HMP, die arbeiten hier zusammen. Die Railway Military Police und die Heimdall Military Police. Und die unterstützen wir jetzt, weil hier Terroristen irgendwie vermutlich irgendwas Größeres planen und wir sollten uns umschauen. Jetzt weiß ich auch unsere Aufgabe wieder, alles klar. Might have been my imagination. Lots of people excited for the festival here could have been one of them. Either way, that's something we should note in our report. Like Laura said, your instincts tend to be accurate. Yeah, agreed. That's all there is to investigate on Vanker Street. Time to move on to the other areas of the city. Machen wir. Auch wenn ich das dem Typen gerade gegenüber ein bisschen gemein fand. Also zumindest von dem, was wir gesehen haben, weil der hat nichts gemacht. Der ist einfach nur um die Ecke gelaufen. Also wir hätten den ja zumindest mal kurz ansprechen können und fragen können, so hey, wer bist du, was machst du hier, wie gefällt dir das Festival, so irgendwie ein Gespräch verwickeln. Aber ich habe nichts gesehen, was suspicious ist. Aber ich habe vielleicht auch nicht so den 7. Sinn, wie Vieh den hat. So, dann sind wir hier durch. Dann machen wir mal weiter mit Alto Street.
Und dann acker ich jetzt hier alles von oben nach unten ab und dann schauen wir am Ende, was das Ganze, die ganzen Mosaiksteinchen zusammengelegt, was die letzten Endes bedeuten. Hier kommen wir zu Milton, ne? Das war irgendwie klar. Na, junger Mann? Weiß bestimmt wieder bestens Bescheid, oder? What's wrong, Milton? Oh, hi, Elliot. There's a pretty interesting rumor floating around at the moment about someone just vanishing all of a sudden. Did you say vanishing? Do you know any more details? Oh, caught your interest, I see. I don't know, this is some good stuff. It might even be too juicy to share. Speak up. Or we'll force it out of you. Das würde ich nicht riskieren, Milton, an deiner Stelle. Right, okay, I get it. Dang, you two are scary. So yeah, like I said, someone from one of the apartments around here just straight up vanished. The caretaker came by to check on them this morning and found the room as empty as if no one had ever lived there. The only thing left in there was the key to the room. That's quite a curious situation. Yeah, especially since they disappeared without even telling anyone. I've never heard of anyone leaving town during the summer festival either. Maybe they had a reason they had to move out so quickly. Do you think this might be related to the terrorists in some way? Sounds like kind of a stretch. Ich finde es übrigens mutig, dass Reen in Gegenwart des kleinen Milton so offen von Terroristen spricht. Also ich meine, eigentlich ist das ja super vertraulich, oder? Whoa, there you guys seem like you've got some good material. What's this about tearing wrists? Come on, fill me in. Uh-oh. Don't worry, it's nothing important. Nein, nein. There does seem to be some substance behind this rumor, though. Great, I think we'd do well to keep this story in mind. That's all there is to investigate on Alto Street. We should move on to another part of the city. Okay. So, dann mal gucken, wie das am Ende alles zusammenpassen wird. Aber wir haben ja Reen mit dabei. Also, wenn irgendwie gar nichts Sinn ergibt, dann hat Reen immer die zündende Idee. Deswegen brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Er kriegt das schon hin. So, Preisfrage. Wo finden wir jetzt hier was? Im Hotel. Ergibt auch irgendwie Sinn. Vielleicht treffen wir hier unsere Diva wieder, die gute Clotilde, die wir beim letzten Mal gesehen haben und ganz vergessen haben, ein Autogramm mitzunehmen. Ey, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe es nur vermutet, aber ich wusste, dass wir sie irgendwann nochmal treffen, aber ja, ist naheliegend, dass das jetzt passiert, also wenn das überhaupt ihre Voice ist. Oh my, aren't you the Military Academy students from the other day? Oh, next chance to get an autograph. So we meet again. Did you come all the way here just to see me? Miss Clotilde? I didn't think we'd get another chance to meet you. Hello again. Actually, we're here as part of our field study again. We're doing a patrol of the city. Oh, what a shame. I was hoping you'd come to see me. But I'm glad to see you're all working so hard. I see the two of you were able to make peace too. I'm surprised. Ja, die hat auf jeden Fall ein gutes Auge dafür. How could you notice such a small change when you only met us once 2 days ago? Oh, was I right? I just had a feeling that might be the case. Call it a woman's intuition. Anyway, have you noticed any significant changes here since we last talked? Well, thanks to you all taking care of that beast, I've been able to truly relax during my stay. I've slept wonderfully these past couple of nights, but now that you mention it, I did notice a suspicious-looking group of people near the hotel last night. You did? There were 2 of them talking in a back alley near here, hats pulled tightly over their heads. When they noticed me trying to sneak a peek, they panicked and vanished into the night. I did overhear them talking about a plan of some kind, though. A plan? That does sound rather suspicious, although we don't know enough to say for certain. Yeah, it does sound like something we should keep in mind. Thank you for your help. I'm happy to have been of service. Still, I'd love to stay here and talk for a while, but I'm afraid my schedule is a little booked up at the moment. Are you busy doing something for the festival? Yes, I was invited by a member of the Imperial family to sing at a banquet being held at the palace tonight. I was actually on my way to rehearse for it, so rum. I see. I wish I could go and watch, but I doubt there's any chance of that.
Obviously. Well, good luck. We wish you all the best. The same to you. Anyway, goodbye for now. Jetzt haben sie schon wieder den Moment verpasst, nach einem Autogramm zu fragen. Hey, that's a pro for you. Even when you wish her luck, you end up feeling encouraged. Indeed, she never ceases to surprise. That's all there is to investigate in the Garnier district. Time to move on to one of the other areas. Oh Mann. Hat schon mal besser geklappt mit dem Lesen. Aber es gab auch schon schlimmere Parts bisher. Aber der ist ja auch noch jung. Kann auch alles passieren heute. In beide Richtungen. So, Garnier District war schön bei dir. Boah, hier sind aber schon wieder viele Leute. Haben wir hier irgendwo einen neuen Stand? Wobei, ich brauche mich nach Ständen gar nicht umzugucken, weil ich eh keine Kohle habe. Also, was will ich mir hier vormachen? So, im Ostdistrict wird es doch safe mindestens auch eine Person geben, die über irgendwas Bescheid weiß. Und ja, es gibt sie. Wobei das gerade weniger nach einer Person aussieht, sondern eher danach, als müssten wir wieder in den Untergrund. Oder eine Katze ist hier. Oder die kommentieren die Tür. Ich meine, Türen sind spannend und wichtig. And here's the entrance to the underground waterway. What should something like this be doing in a residential area? Da seid ihr doch schon mal rausgekommen. Especially with all the monsters in it. That's just Heimdall. They find entrances to underground areas from time to time, but it's not much cause for concern. Everyone's smart enough to know that they shouldn't go near them. That puts me at ease. Nonetheless, everything seems to be in order here. Huh? What's wrong, Fee? Did you notice something? Nothing. Chances are nobody's in there right now. Chances are nobody's in there right now. Nice to know. Problem is, the footprints we left when we came out of here yesterday are gone. Uh-huh. And what does that mean? It's likely that someone went in there yesterday after we all came out. Then they erased any evidence that would suggest they had, erasing our footprints in the process. Sound about right? Are you certain you're not overanalyzing this? Not completely. It doesn't hurt to keep in the back of our minds. It doesn't hurt to keep in the back of our minds. Fehlt da nicht ein It, at the very least. That's all there is to investigate in the Ost District. Time to move on to one of the other areas of the city. Okay. Niemanden, der hier als Person irgendwas dazu beitragen möchte. Aber es ist, wie es ist. So, dann würde ich mal noch im Park vorbeigucken. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil da dieser dicke Palast steht. Ich habe halt das Gefühl, dass dort am ehesten die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass dann irgendwie wieder alles eskaliert storyseitig. This area appears to be appropriately well guarded. The soldiers patrolling the park appear to be from the Heimdall military police. It looks like the Imperial Guard from Wallflame Palace is in charge of security for the Crystal Garden itself, though. I imagine security is going to be airtight, considering the garden party is going to be held there. Yeah, especially with Princess Elfin in attendance. This level of security is probably standard when it comes to members of the Imperial family. I thought I smelled something familiar. Arrogant voice. Ah, ja, okay. Den Heinz, den hätten sie auch zu Hause lassen können. Hey, isn't that... Oh, Patrick, you're here too? But of course, I did receive a personal invitation to the garden party after all. I see you're all tied up with your field studies or whatever you call them, even on such a fine day. Your poor souls. It really does get under my skin. I've gotten used to it already. Are you alone today? I was under the impression that your butler Celestian always attends you, but I don't see him today. It's true, he's often at my side, but I spend plenty of time on my own as well. Don't take me for one of those useless nobles who can hardly lace his boot without his butler's help. I always got the impression his butler was there more to keep an eye on him. Did you say something? Me? Of course not. Well, I wouldn't want to get in your way. I'm sure they have you running all kinds of menial errands. Meanwhile, I intend to introduce myself to Princess Elfin. Try not to be too jealous now.
Da können wir nur müde drüber lachen, aber okay. Now, if you'll excuse me. Hoffentlich sagt ihr Alvin, dass sie uns vor kurzem ganz, ganz lange bei sich hatte und wir mit ihr am Tisch gesessen haben und richtig dicke Buddies sind. Und hoffentlich sagt sie dir auch, dass sie eigentlich mit Reen sogar tanzen wollte. Das ist wahrscheinlich das, was sich Patrick jetzt nämlich von ihr erhofft, wenn er sie besuchen geht. Was für ein Gockel, ey. I can't say I'm all that jealous considering all the time we spent talking with her yesterday. She even invited Reen to be her dance partner. Genau mein Gedanke, genau das. You know, after seeing that, I can't even bring myself to be irritated by him anymore. Oh, das ist aber ein guter Fortschritt, wenn du das so sagst. Well, the security in this area seems perfect, so it should be relatively safe from terrorists. Yeah, I think it's time to move on to another area. Machen wir. Are you sure it's perfect? Oh. Vieh ist hier, glaube ich, so unser Joker gefühlt. Is something bothering you? I feel like we're forgetting something. Now that you mention it. Oh well, maybe it will come back to us later. Ist das was wir aus Spielersicht auch wissen sollten? Ich hätte jetzt vielleicht vermutet, dass sie diesen Ausgang, wo wir aus dem Dungeon rausgekommen sind, eventuell meinen. Aber ich kann da sogar hinlaufen. Ich dachte, uns halten die hier... Ach, hier halten die uns auf. Okay. Let's stay away from here so we don't bother security. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass sie das nicht wirklich auf dem Schirm haben. Und guck mal, da hinten steht auch keiner. Vielleicht hätte unsere nächtliche Aktion ja darauf ein bisschen Aufmerksamkeit lenken können. Kein Plan. Eventuell meinte Vieh das. Vielleicht meinte sie aber auch was komplett anderes. So, dann machen wir mal weiter mit dem Port. Oh, da sind sogar 2 Leute. Einer ist wahrscheinlich dann Berto, hieß der, glaube ich. Beim anderen bin ich mir gerade nicht sicher. Oman. Ach ja, stimmt, Oman. Oman und dann Berto. Was geht bei euch so ab? What an idea's name are we supposed to do now? You're telling me young folks these days can't count on any of them. Is there some kind of problem here? Oh, you're those students from yesterday. As a matter of fact, we do have a bit of a problem on our hands right now. What kind of problem? Well, it's nothing you'd need to worry about. But last night, a bunch of our younger workers up and quit just like that. Most of them hadn't been here more than half a year. They just started really getting used to the work too. Now, thanks to that, our schedule's been thrown all out of whack. That is a significant problem. Is there anything we might be able to lend a hand with? Nah, this one's all on us. We should be able to fix our own problems after all. If they were gonna quit, they could have at least stuck around long enough to train their replacements. I'll bet they got all caught up in the festival hoopla. Hoopla? Ich habe noch nie gesehen, das Wort. And just decided to cut out of work altogether. Is it too much to ask for a few hands who appreciate a good day's work? Some things about this sounds kind of fishy. I get that people would be all excited about the summer festival, but enough to quit their jobs? The timing does seem suspicious. Yeah, let's keep this in the back of our minds for now. That's all there is to investigate here. Time to move on to one of the other areas. Bleibt ja nicht mehr so viel übrig, aber komisch ist das tatsächlich. I swear, kids these days. Oh well, grousing about it ain't gonna change anything. Just gonna round up a couple of blokes, then I can buckle down and do some real work. I swear, kids these days. Okay. So, dann Berto, just leave everything here to us, we'll manage. I'm sure you've all got more than enough on your plate. Good luck. Aber haben die jetzt wirklich als Begründung angegeben, dass die auf das Festival wollen? Oder haben die das überhaupt irgendwie begründet? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich schätzen die das einfach nur. Ich weiß es nicht. Aber am Ende wird sich wahrscheinlich eh alles auflösen und dann bekommen wir die Antworten, die wir jetzt noch nicht haben. So, ich werde jetzt ein letztes Mal versuchen, mit Tim zu sprechen, bevor ich endgültig zum letzten Ausrufezeichen gehe. Also ich denke mal, das ist das letzte. Ich schätze, aber ich habe da nichts übersehen, hoffe ich zumindest. So, hier. Was? I have to find a good spot to do so? Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie neu für einen kurzen Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich beim letzten Mal weniger Text weggedrückt habe, aber oder gelesen habe, je nachdem. So, dann lass uns mal hier gucken. The palace sure looks festive.
The Imperial Army's parade starts here, doesn't it? It's pretty nuts. Yeah, they've even got special security arrangements for the event. I've heard that the limousines they'll be using have high-quality shielding to stop bullets and explosives too. I guess you can't be too careful with the members of the Imperial family. I've heard much about the skill of those in the Imperial Guard too. Seeing them in person, it appears those stories were all true. They should be able to handle any crisis that may unfold here. Yeah, I think we can rest easy. Anyway, we've patrolled each of the areas assigned to us at least once. It's almost noon now, so we might as well wait for Instructor Sarah to contact us. Okay, also wäre die Reihenfolge wahrscheinlich wirklich egal gewesen, weil wir jetzt höchstwahrscheinlich einfach ins Hotel müssen oder so. Ich guck gleich nochmal. Nur immer wieder mit Tim sprechen. Immer wieder. Ach, das ist doch neu. My parents have tasked me with taking pictures of the parade. It's not going to be easy with a crowd of this size, though. Der hat doch vorhin irgendwas anderes gesagt. Diese Verschiebung immer, ne? Wahrscheinlich, weil ich jetzt wieder eine Hauptstory-Mission abgeschlossen habe, erzählt jetzt hier wieder jeder was anderes. Was eigentlich sau cool ist, ja. Ich will das gar nicht kleinreden, ich will das Buch irgendwann mal von dem bekommen. So, weiß ich jetzt, wo ich hin muss? Warte, was hatte ich vermutet? Dass wir ins Hotel müssen. Ich versuche jetzt mal hier mein Glück. Und wenn das rote Ausrufezeichen nicht auftaucht, dann gucke ich gleich nochmal in die Questbeschreibung. Aber, guck mal. War eine gute Entscheidung. Wobei, vielleicht wäre auch was passiert bei jedem anderen Ort, den ich angesteuert hätte. Oh, Telefon! This is Class 7 Group A, Reen Schwarzer speaking. Hey, it's Sarah. Give me an update. Understood. She sounds way more serious than usual. Okay. Reen reported the results of the morning's patrol. I see. Something sounds off. Alright. Though, judging by Fee's reactions, it doesn't sound like the terrorists are wandering the streets. We haven't seen anything that would lead us to believe so. I think there's something happening behind the scenes, though. We just can't be sure what it is. Keep sharpening that instinct of yours. It will prove invaluable to you. It's almost time for the Imperial family's limousines to head out from Warflame Palace to their respective events. Crown Prince Cedric will be going to Heimdall Cathedral in the northwest. Princess Elfin is headed to MEHR Park in the northeast. And Prince Olivert will be going to Heimdall Racetrack in the southwest. Prince Oliver's got an extremely capable bodyguard with him, though, so I'm not as worried about him. Sie spricht doch nicht etwa vom guten Müller. I've tasked Group B with looking after the Crown Prince, so I'd like you to keep an eye on Princess Elfin. Just make sure she gets to the garden party safely. After that, you can resume your patrol. Understood. We'll head to MEHR Park at once. Was that the instructor? New marching orders, huh? You guessed it. The limousine carrying Princess Elfin is about to leave Warflame Palace. Our mission is to make sure she gets to the garden party safely. Right. We should get to MEHR Park as soon as possible then. We can follow the main street. Ja, das können wir wohl. Alright, as soon as we're ready, let's head for MEHR Park. Gleich. After taking a tram to MEHR Park from the tram stop, the main story will advance. Okay. Ah ja, die letzte Warnung. Und, auch wenn es nervt, ich muss jetzt trotzdem nochmal gucken. Also wenn der mir jetzt gleich nicht das Büchlein gibt, dann habe ich es wahrscheinlich verpasst. Oder dann stand das in der Übersicht falsch drin, die ich mir als Orientierungshilfe für das Let's Play hier mitgenommen habe. Also Tim, bitte geben Sie mir was. Ja, das mit Uwe und Nick, das hätte ich vorhin nämlich auch erwartet. Aber, Ach so, wenn ich ein zweites Mal mit dem gesprochen hätte, dann hätte der das gesagt. Alles klar. Nicht, dass ich vorher schon mal zweimal mit ihm hätte sprechen müssen, zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt und den Moment einfach verpasst habe. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe eh schon ein Buch verpasst. Ich werde trotzdem irgendwann einen Bonuspart hochladen, wo ich alles vorlese, weil ich das in einem anderen Spielstand halt irgendwie komplettiert bekommen habe. Aber mal gucken, was hier noch passiert. Achso, ich muss die Tram nehmen, um zum Park zu gelangen. Okay, ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum ich das nicht auswählen kann. Es macht eventuell Sinn zu speichern. Ich sage euch noch nicht warum, aber ich mache das mal.
Also man kann wahrscheinlich erahnen, dass ein bisschen Eskalation wieder vorprogrammiert ist. Ich meine, das war bisher bei jeder Field Study so. Es ist immer mit einem großen Rums zu Ende gegangen und das wird hier nicht anders sein. We'll probably have to begin our patrol right away once we reach MEHR Park. It would be smart to make sure we've sorted out everything else before we go. Guck mal, er sagt es nochmal in aller Deutlichkeit. Traveling to MEHR Park will cause the main story to advance. Ich habe gespeichert. Also wenn ich irgendwas noch vorbereiten muss, dann lade ich diesen Speicherstand einfach neu. Und wir gucken jetzt, was passiert. Mal gucken, wie weit wir heute in der Hauptstory kommen. Hier sieht man die schlechten Frames gerade richtig gut. Hier ist das ein bisschen flüssiger. Ja, es ist halt nicht die PS4-Version, ne? Ich habe mir das damals gekauft, direkt für die PS3. Und da sind sie, die Limousinen. Farbenfroh wie eh und je. Dreimal dürft ihr raten, wer in welcher Limousine drin sitzt. Ich weiß es übrigens selber nicht. Ich hätte jetzt keine Ahnung. Irgendwie Olivier in der roten vermutet, aber auch nur, weil das zu seiner Kleidung so gut passt. Das ergibt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil Cedric ja auch immer rot trägt. Und Elfin, glaube ich, auch. Ich versuche gerade ihr Outfit zu rekapitulieren, aber ich glaube, da war auch irgendwas Rotes mit drin. Ja, aber es ist auch der dümmste Ansatz, darauf zu schließen, in welchem Auto die sind. Man sollte eher nach Lieblingsfarben oder so gehen. Wahrscheinlich haben die da nicht mal Mitspracherecht. Wahrscheinlich hat da überhaupt irgendjemand einfach nur gewürfelt. Ich bin wahrscheinlich wieder der einzige Mensch, der sich über so einen Schmuh Gedanken macht. Vielleicht kriegen wir aber die Antworten darauf. Ich weiß es nicht. Wie präzise die das jetzt hier aufschlüsseln und ob überhaupt. Genau, hier an der Kreuzung trennen sich die Wege. Das hatten wir ja gerade schon gehört. Dass jeder sich in eine andere Himmelsrichtung quasi bewegt. Oh, jetzt sieht man von innen aber nicht, in welcher Limo sie hier sitzt. It's quite nice to be out and about like this once in a while. Though it would have been even nicer if you'd gotten dressed up. Just think, we could have made our debut at the same time. I wish you'd think a little more before you say something like that. We may be friends, but I'm still just a baron's daughter. I couldn't very well make my debut into high society at the same time as the imperial princess. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde Elise hübscher. Also ich meine, die sind ja beide ein sehr unterschiedlicher Typ und die sind beide wunderschön, ja. Ich will jetzt nicht die eine irgendwie schlecht reden oder so, aber ich persönlich finde, dass Elise die hübschere ist. Auch wenn ich Elfin sympathischer finde. Ja. Oh, nee, nicht so. Oh, you're so old-fashioned, Elise. Both the national and local governments are headed by communists now. Times have changed, or is it that you're still annoyed that I asked your brother to the dance? Maybe I really should invite him to be my dance partner next year. Your Highness, please, that's enough. Oh, come, I'm sorry, Elise. Still, it seems there's still a ray of hope for you. After all, it doesn't look like he has a girlfriend at the moment. Tschüss, Stimme. Oh. Da hat sie jetzt einen Weak Spot angesprochen. Augenscheinlich. Still surrounded by that many lovely ladies, I doubt that will remain true for long. I don't... Ja. Jedes Mal färben sich deine Wangen rot. I suppose you're right. If Reen were to find someone, perhaps that would be for the best. Both for him and for me. Ist das so? Elise? I'm sorry, just thinking out loud. But don't mind me, the people are all waiting for you to wave to them. Das stimmt. Aber wenigstens hat sie am Ende mal wieder gelächelt. Aber trotzdem hat sie sich selber gerade angelogen. Ach, war das deren Limousine? Da sind die Mädels also in der weißen drin. Okay, ich will jetzt unbedingt die Aufschlüsselung, wer in der roten drin sitzt. Aber die kriegen wir, glaube ich, nicht. Denn alles, was, glaube ich, als nächstes passiert, wird sich um die gute Elfin drehen. Elfin klingt wie eine verkrüppelte Aussprache von Elfin, also von einem weiblichen Elf. Und da sind sie, die beiden Ladies. Ich finde das irgendwie cool, dass sie so unterschiedlich sind. Ich hatte auch immer beste Freundinnen, die so ein bisschen anders drauf waren als ich. So, ich mag einfach irgendwie so diesen Kontrast total gerne. Und kann mit Menschen oft besser, die halt ein bisschen anders ticken als ich. Nicht in allen Punkten. Applaus! Oh, Patrick natürlich wieder an vorderster Front.
Wer steht da noch? Kennen wir sonst noch jemanden namentlich? Ach, der Vater von Makias, der ist auch da. Der Regnitz. Sarrazin ist auch wieder am Start. Kennt man da sonst noch jemanden? Bestimmt haben wir mit allen schon mal gesprochen. Ich gucke. Nö, ich habe sonst keinen identifiziert. Dabei sind wir doch eigentlich so gut vertraut mit allen hier inzwischen. In dieser Riesenstadt in Heim da. Nein, sind wir nicht. Wir kennen nicht mal 1% der Leute hier. So, Elise is here too. Looks like she came as Princess Alphin's attendant. Hehe, those two must be pretty tight. The princess really looks the part, though. Indeed, that dress of Imperial Crimson suits her wonderfully. Damn, I'm starting to feel jealous of Patrick after all. Oh, sag ihm das aber bloß nicht, sonst da badet er drin, wenn er sowas zu hören bekommt. Alright, looks like this area's under control. Let's go grab something for lunch and do another sweep of the city. Okay. I'd be totally okay if nothing out of the ordinary happened today. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber wir kennen die Entwickler. Wir wissen, dass es nicht so bleibt. Keine Field Study wird ohne Brimborium zu Ende gehen. Aber erstmal essen. Erstmal essen. Die Ruhe vor dem Sturm. Vieh gähnt erstmal genüsslich. Guck mal, Becky und Hugo stehen da. Afterward we had a quick lunch at one of the stalls in the Garnier district. After we finished up, we decided to do another sweep of our assigned areas. Sehr vorbildlich, sehr gewissenhaft, wie man Class 7 halt kennt. Deswegen wurdet ihr auch mit der Aufgabe betraut. Was macht eigentlich die andere Gruppe? Die macht das wahrscheinlich auch nur auf der anderen Seite der Stadt oder ist nur diese Stadthälfte quasi gefährdet? Weil die verteilen sich ja... Ja, stimmt, die anderen Nobles, die haben sich ja in die Ecken verteilt, wo die andere Gruppe dann wahrscheinlich unterwegs ist, ne? Aber eine Himmelsrichtung... War nicht eine in die Richtung, wo wir beide quasi für zuständig sind, wo sich das überschneidet? Oder hat jetzt die andere Group B 2 High Society Leute zu bewachen, in Anführungsstrichen? Ich meine, die machen das ja nicht alleine. Die haben ja noch die Polizei, Militär etc. noch irgendwie an ihrer Seite. Keine Ahnung. Packt ja keiner seine Arkus aus und ruft mal drüben an. But no matter how hard we searched, nothing seemed amiss. Finally, we made our way toward Reichels Plaza, where traffic had previously been restricted. Stille. 14:40 Uhr. Oh mein Gott, diese Dramaturgie! Das ist ja heftiger als der Tatort, was hier passiert. Wann wird etwas passieren? Wann erreichen wir eine heiße Spur? 2:40 p.m. I imagine most of the ceremonies around the capital are finishing up about now. Though Princess Elfin and the others won't be coming back until later this evening, right? Yeah, the ceremony itself ends soon, but there's a social event afterward that lasts until this evening. It seems that this is likely the time that many will begin to let their guard down then. The perfect time for terrorists to make their move. I really hope we're just overthinking this. So do I, but at the very least, we need to remain vigilant until the day is over. Right. Okay, the traffic restrictions have been lifted now, so let's walk around the plaza. Okay, das kann ich. Kann nicht viel, aber um ein Plaza rumlaufen, das kriege ich noch hin. Da, ich habe euch gespottet, wer auch immer ihr seid. Aber vorher essen wir noch ein Gelato, okay? Wird schon nichts passieren. Bei dir sind wir nämlich noch gar nicht gewesen, Brecker. Das ist aber eigentlich eine Dönerbude und kein Gelatos-Stand, wie ich gerade feststelle. Jeez, I think there's even more people than usual this year. I'm gonna run out of food at this rate. Ach, so schnell geht das nicht. Wir kaufen hier vermutlich nichts, weil wir uns das nicht leisten können. Also wir nehmen dir nichts von deinen Reserven weg. Ja, wir können uns leider nichts leisten. Obwohl er hier schon ziemlich gute Heilungssachen auch anbietet, ne? Also 4200 ist nett und das hier ist auch richtig nice, finde ich. 3600 plus 3 Buffs, die halt gut was ausmachen im Kampf. Ja, aber wo kein Geld, da kein Einkauf, ne? Das ist die traurige Gewissheit. So, wer tummelt sich denn hier? Oh, guck mal, hoher Besuch, direkt schon an dem Fahrgestell erkannt. Die gute Tora und Angelika.
Na, ihr beiden? Toa, Angelica. Oh, I didn't expect to meet all of you here. Well, isn't this a coincidence? Student Council President Herschel? We certainly weren't expecting to encounter the two of you out here. Huh? Looks like the goddess herself brought us together. And now that she's granted us this chance, what do you two say we... I'm afraid we'll have to decline. We have our field study to attend to. What she said. Lame. Ich feiere das so extrem, wie Fee und Laura sich so richtig miteinander verbandelt haben und so konsequent an einem Strang ziehen. Ich liebe diese Freundschaft, die hier anfängt sich aufzubauen. Ich hoffe, das zieht sich bis in die nächsten Teile noch so durch. Will she ever learn? Looks like those rumors about her were true. Did you ride your orbital bike all the way here? Yeah, you can make it from Trista to here in 40 minutes on a good day. So I plopped Toa on the back of the seat and off we went. It almost seems like a metallic horse. It's pretty cool. Angie's not the most careful driver, so it wasn't exactly what I'd call a leisure cruise. I really love the festival atmosphere, though. I just wish I could enjoy it without the threat of a terrorist attack hanging over us. Wait, how do you know about that? Did Instructor Sarah tell you? Yep, I've been helping out a little with your field studies, too. Yesterday, I was the one who passed on the governor's request to Instructor Sarah, for example. I got pretty worried when I heard about terrorists, so Angie and I decided to see what was happening. I see. It appears you've done much for us without us even realizing it. Thanks. It's nothing really. I'm not doing any of the heavy lifting. Oh? I thought you were helping with all the paperwork and travel arrangements so everything runs smoothly. And that you're the liaison for our contacts in every region because Instructor Sarah keeps slacking off. Seriously? I swear, just when I'd started thinking she was better than we were giving her credit for. Yeah, that's a little much, even for her. It's fine. Really. I'm sure she's got lots of stuff on her plate. Anyway, I heard you guys got to meet the princess. I'm so jealous. I wish I could have met her too. We could hardly believe we met her ourselves. She really does look kinda angelic. Oh, if I'd only shown up earlier and tagged along with you. Princess Alphen's beauty is definitely one of our national treasures. But your sister's quite the looker herself. I hope I get a chance to meet Elise again someday, too. Actually, she's attending the garden party as Princess Alphen's attendant right now. Really? Oh, if only I could get Princess Alphen, Elise, and Fee together in the same place. We could call them the Fabulous 15s. Don't look now, but I think you're being co-opted into some sketchy-sounding group. Sounds good to me. If I'd known this was gonna happen, I would have listened to my father and attended that party after all. But no, I couldn't have. I couldn't spoil my charms by wearing a dress. Oh! I could have worn a tuxedo instead! Why didn't I think of that earlier? Angie? Maybe you're putting a little too much thought into this. Hey, the gang's all here. Crow? Oh, we didn't know you were here either. Fancy running into you. Yeah. You said you were going to the summer races, didn't you? How'd the main race go? Don't ask. Who could have guessed that Black Prince would come from behind in a burst of speed like that? And then Lumberblitz barely squeezing past into second. There's no way anyone could ever see an upset like that coming. Oh, I guess I won with those 4 to 5 odds. Glad I decided to pony up some cash for that after all. Wait, you're the one who won the special prize? Oh, stop feeling up lady luck, would you? You're just sore because I've got better karma than you. Angie really does have scarily good luck with stuff like this.
Sounds like the bell's chiming 3 o'clock. Guess that means all the ceremonies must be wrapping up. Perhaps we should make another round of our patrol areas, just to be safe. That seems like a sound idea. Yeah, we should get back to our patrols. It was good to see you, everyone. Okay. Take care out there. Huh? Back to work already? I've got my Arcus with me, so just give me a ring if anything happens. Will do. Huh? Huh? What's wrong? It feels almost as though... My guess would be there's been an increase in the water pressure. Yeah, this must be... Is this... Is it some kind of festival attraction? I don't think so. This must be the terrorists. Yeah, it seems that way. Angie, Crow, give me a hand. We need to evacuate everyone. The military police have their hands full. We need to handle this ourselves. Right. Gotcha. Okay, let's all... No, we've got this. You have something else you need to take care of. Something important. More important than this? What do you mean? Motter Park. So this is just a diversion? I'd bet on it. Oh, ich habe den Park immer falsch ausgesprochen. Laura hat gesagt, er heißt Martha Park. Guck mal, das ist ja selber fast voll eingedeutscht. Monsters! Ich dachte, wir müssen jetzt selber nochmal hinlaufen. What the hell are these things? They just came out of nowhere. Stand your ground, man. On our honor as Imperial Guardsmen, we must not allow them any closer to the garden party. Yes, sir. Wir sind ja gleich da, hoffentlich. Die klatschen wir mit links weg. Also zumindest wollen wir die einzeln besiegen. So alle auf einmal könnte schwierig werden. What should we do? They look like they need help. But we can't just abandon our posts at a time like this. We need to contact the RMP. This is awful. Here we are. You must be... You're the military academy students working with the railway military police, right? Those look just like the creature we fought in the underground passage yesterday. What are they doing roaming around on the surface? They are quite a few, but the soldiers should be able to keep them at bay. It won't be easy though. What was that? It came from within the Crystal Garden. Are those attending the garden party in danger? Are those attending the garden? Yeah. It wasn't an explosion. It sounded more like something collapsed. This isn't looking good. Reen! Yeah, I know. Müssen was tun. Alright, new plan. We need to get to the Crystal Garden as soon as possible and figure out what's going on there. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand zwischen diesen Buchstaben Punkte gesetzt hat. Ganz komische Art und Weise, das zu schreiben. Let's focus on securing this area and requesting reinforcements from the railway military police. Meine Güte, sagt doch einfach RMP. Right. Adios be with you. Don't let anything happen to Her Highness. Das gilt es zu unterbinden und das ist auch in unserem Interesse. Und Reen hat wahrscheinlich auch besondere Sorge nochmal mit Blick auf Elise. Hoffentlich geht es denen gut. Holy shitness. Okay, da sehen wir auch, was dann wohl collapsed ist. Und was den Krach verursacht hat. Und das ist die ganze Meute. Versammelt. Oh, wir bekommen sogar Vertonung. So, Moment. Ich muss jetzt was richtig Gemeines tun. Ihr ahnt es wahrscheinlich. Aber ich werde an dieser Stelle jetzt den Part beenden, denn ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass das Ding hier nicht in einer Minute abgefrühstückt ist, sondern dass jetzt erst richtig losgeht. Und diesen ganzen Trouble, den geben wir uns dann beim nächsten Mal. Also Trouble in Anführungsstrichen. Die Leute hier haben Trouble, aber für die Story ist das richtig interessant.
Und ja, irgendwie cool, glaube ich. Ich glaube, die nächste Folge wird ja interessant und cool. Wenn man das so sagen darf. Vielleicht nicht für alle Beteiligten. Ich will nicht spoilern. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.